Heute machen wir eine Reinigung von einem Schmutzwassersystem. Hier hinten befinden sich alle Toiletten, Damen und Herren. Und wir sind heute in einem Kühlraum. Das Deckel haben wir gerade jetzt mal aufgebracht. Hier fällt die Schraube. Den Rest machen wir auf und dann schauen wir die Leitung an, wie das aussieht. Und heute kommt der Kollege, ganz neuer Kollege, Pierre, den habt ihr noch nicht gesehen. Also bleibt dran und dann zeige ich euch, wie die Leitung davor und danach aussieht, wie weit wir reinigen, wie viel ablagern und so weiter. Im Moment sieht das alles so aus. Ich mache jetzt auf, hier haben die jetzt schon mal eine neue Schraube, hier keine, aber alle schon durchgerostet. Und mit viel Glück schaltet sich dieses Gerät jetzt nicht mehr ein, weil draußen haben wir 22 Grad und hier haben wir nur 3 Grad, eiskalt. Mir kommt es vor, dass der Winter wieder zurückkommt. Also schauen wir mal an. Na gut, jetzt schauen wir mal die Leitung an. In Gegenfließrichtung. Warum war überhaupt immer verstopft? Das haben wir euch schon mal kurz gezeigt, wie die Leitung aussieht. Und hier bleibt natürlich ganze Toilettenpapier hängen und Damenhygieneartikel und so weiter. Da haben wir einen Zulauf. Hier, so wie aussieht, steht er komplett unter Wasser teilweise mit ganzem Toilettenpapier. Aber das werden wir gleich sehen nach der Reinigung. Hier sieht auch so aus. Ob das eine große Senke ist oder durch die Abteile. Hier komme ich so schlecht sogar mit meinem Modul durch, da es sehr stark verengt ist. Und hier sieht man alles so rot. Das heißt, in diesem Bereich ist, jetzt kommt der Fallleitung von oben. Genau. Jetzt sind wir in Fallleitung oben. Okay. Dann sehen wir jetzt gleich in die Fließrichtung, wie das überhaupt aussieht. Hier kommt ja ordentliche Brühe raus. Aber das Problem war immer in Toiletten, dass das Wasser nicht abgelaufen ist. Okay, hier sieht schon mal viel besser aus. Naja, der ganze Rand ist auch mal komplett voll. Da kommt eine Zulauf, zweite Zulauf und hier aber bei 3 Meter schon mal sehr gute Leitung, gute Neigungswinkel. Und wir müssen bis zu einem Absturz ca. bei 20 Meter reinigen. Das Zeug, was alles unten liegt, muss man alles klein machen. Der Kollege kommt gleich mit seinen Maschinen, was er alles aufgeladen hat. Ich glaube, der hat eine Picotte genommen mit Ketten und in diesem Fall gehen wir mit glatte Kette, weil da alles Plastikleitung ist. Und mit scharfer Kette kann man hier einen Schaden einrichten. Also es wird halt alles angeraut und kann kaputt gehen. So. Ah ja, schauen wir mal das an. Hier haben wir bei ca. 15-16 Meter ein einragendes Rohr. Von oben eventuell eine Drainage oder von anderen Kühlraum. Oben sieht man einen kleinen Schnitt. Also ich habe erstmal ein Viereck rausgeschnitten, Loch gebohrt und dann wieder zugemacht. Aber die steht ein bisschen zu weit drin. Genau. Okay. So. Aber ansonsten sieht die Leitung weiter nach vorne ziemlich gut aus. Leichte Ablagerungen. Bis daher reinigen wir diese 20 Meter. Und dann kommt dieser Absturz Richtung Kanal. Genau.
laufen. Wir haben eine saubere Reibungswinkel. Also es bleibt halt noch schnell mal 2-3 Mal rein, Zwischenkontrolle, alles zusammenbauen und ich zeige euch mal gleich die Toiletten, wie die aussehen. Und in der Zeit kommt unser Kollege Bär, den werden wir gleich kennenlernen. Jetzt ist unser Kollege da, Bär, hat Maschine gebracht. Hi. Der ist unsere Koi-Händler, falls ihr braucht schöne Koi, verlinke ich ihn. Seine Internetseite könnt ihr Koi kaufen, mit Rabatt, oder? Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Und wir fangen halt mit die Maschine jetzt an, wieder mal mit der glatte Kette, guckst du drauf. Und das sieht jetzt so aus. Ja, perfekt. Die Leitung habt ihr jetzt gesehen. Wir reinigen erstmal gegen Fließrichtung und dann schauen wir, wie das die Leitung aussieht, ob da eine Senke ist oder doch durch die Ablagerung ganze stehende Wasser. Wir legen mal gleich los. Mal. Jetzt werden wir gleich sehen, wie viel da Ablagerung rauskommt. Kannst du mal Toilette spülen? Kannst beide spülen. Also, ich gehe davon aus, dass wir sehr viel zerkleinert haben. Und momentan kommt gar kein Wasser, obwohl der Waschtisch läuft. Wir haben beide Waschtische laufen. Schauen wir mal. Jetzt kommt die Brühe raus langsam. Aber ist zu wenig. Und die Leitung ist immer noch ordentlich abgelagert. Ja. Ich glaube, die Baustelle wird noch ein bisschen ziehen. Dann fahren wir noch 2-3 Mal rein und dann machen wir Zwischenkontrolle. Ja, schon. Auf jeden Fall. Aber die Brühe kommt schon langsam raus. Jetzt haben wir eine Zwischenkontrolle gemacht, aber die Aufzeichnung kommt noch. Hier sieht man schon mal, dass der Leitung ziemlich voll steht. Da. Das ist ja heftig. Guck mal das an. Jetzt können wir mal spülen und dann schauen wir mal, ob da was rauskommt oder nicht. Ich will jetzt mal 2 Toiletten. So, jetzt sollte schon mal was kommen. Haben 2 Toiletten gespült. Ja, geht ja ganz, ganz schlecht. Und da bleibt natürlich
Ja gut, dann mache ich jetzt für euch Aufzeichnung, Glas-Ausblendung in beide Richtungen und dann schauen wir, wie wir klarkommen. Aber ich glaube, ich brauche mal jetzt erstmal Jacke, weil das Zeug hat sich wieder eingeschaltet, Glas direkt hier rein und dann werden wir auch alle krank. Ja. Schauen wir mal gleich. Oh, jetzt nach langem Kampf. Wie lange haben wir gebraucht? 3-4 Stunden, oder? 4 Stunden fast, ja. Alter, das war jetzt Katastrophe, aber jetzt sehen wir, dass in der Leitung 30 Abzweige drin sind, sehr große Senke. Und jetzt werden wir alles sehen. Und wir sind jetzt von oben ist Fallleitung, von Toiletten. Den haben wir sehr, sehr sauber gebracht. Pierre hat sehr viel Mühe gegeben. Hier haben wir links schon, fängt eine Senke an und von links haben wir einen Blinddeckel und da ist der Durchrückstau, steht der ganze Dreck. Und hier fängt schon eine große Senke. Die Leitung ist ungefähr 50%, teilweise 80% unter Wasser. Hier sieht man das. Und da ist unsere Welle noch. Die kommt auch demnächst jetzt raus. Hier unterhalb haben wir lose Ablagen, die kriegen wir momentan nicht raus durch diese große Senke. Aber ansonsten sieht die Leitung wie neu aus. Natürlich, wenn keine Verstopfungen mehr gibt, dann drückt sie ja nichts mehr zurück. Schauen wir mal gleich in die Fließrichtung. Da haben wir auch schon durchgereinigt. Hier haben wir ein kleines Stück vom Steinzeug. Unterhalb leichte Ablagerungen noch. Die sind sehr, sehr fest. Die kriegen wir nicht weg, sonst ist das Rohr kaputt. Das ist ein Übergang auf Plastikrohr. Okay. Ja, jetzt sollte keine Verstopfung mehr geben, oder? Hier haben wir unterhalb lose Ablagerungen. Die kommen jetzt dann mit Toilette, Spülgang, alle weg. Jetzt kann man einen Koi hier, Senki ist drin, die werden schon überleben. Können die Fische schwimmen. Genau. So sieht jetzt das ganze Leitung aus, da haben wir noch schon Zulauf. Diesen Bereich haben wir auch noch bereinigt. Ja. Perfekt, da ist noch ein Zulauf. Und wir haben noch bei 15 Meter irgendwo dieses Rohr, oder? Ah ja. Jetzt sieht man das klar und deutlich. Da ist ja gute 5 cm drin. Passt. Und dann haben wir noch einragende Gummi. Wo waren wir die? 20 Meter, oder? 19 oder 20 Meter. Ah ja, da sieht man. Hier sieht man, dass das von oben Wasser tropft und von oben sieht man die einragende Gummi. Und bis daher haben wir jetzt gereinigt, inklusive diese Fallrohr. Hier kommt unsere Knotenpunkt Hauptkanal. Reinigung ist soweit. Schauen wir mal bei Kollegen im Auto, wie das bei ihm aussieht überhaupt. Gucken wir uns schon die Sachen an. Der hat alles Neue bekommen. Pierre, Ja, hat schon deine Maschinenkacke gesehen? natürlich. Weil deine Spirale schauen ziemlich neu aus. Ich mache meine Werkzeug immer sauber. Das ist das A und O. Das glaubt keiner jetzt. Also, hinten hat er jetzt freien Platz für größere Maschinen. Ich habe in diesem Bereich einen Spüler. Jetzt schauen wir mal, was du noch alles hast. Oh. Dein Auto riecht noch wie neu. Ist aber neu, oder? Das ist ein neues Auto, ja. 5000 Kilometer. Aber der Innenbereich riecht schon nach Rauch. So, bei manchen Handwerker riecht nach Bier und bei uns nach Rauch, oder? Ja. Okay. Jetzt machen wir noch letzte Funktionstest von Toiletten, zeige ich euch, wie die aussehen. Und dann haben wir es schon für heute mit Pierre. Der erste Auftrag
hat sehr lang gedauert, weil der hat nicht so viel Lust gehabt, weil der ist jetzt vor kurzem von Bali, oder? Von Bali? Von Bali ist er gekommen und ja, sein erster Tag, der ist noch immer noch in Urlaubmodus. Dann schauen wir mal, wie die Toiletten funktionieren jetzt. Schauen wir mal die Toiletten an. Bevor wir andere Toiletten anschauen, haben wir was Schönes entdeckt. Natürlich, guck mal den an. Wow! So. Die Toiletten sind davor beim Spülen, sind ja richtig randvoll hochgegangen durch die Ablagerung. Aber jetzt funktioniert das alles einwandfrei. Aber das Problem natürlich bleibt, eine große Senke, die befindet sich irgendwo in dem Bereich, ist die Leitung, weil da war nur Bodenablauf zu sehen. Hier ist irgendwie eine Blinkleitung, aber ja, das können wir leider jetzt nicht ändern. Dann ab zum Mittagessen und die nächste Baustelle, haut's rein, bis nächstes Mal.